Kate Middleton mag die Herzogin von Cambridge sein, aber für ihre Kinder ist sie einfach nur die Mutter. Prinz William und Kate sind die glücklichen Eltern von Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis. Sie war vor allem für ihr kämpferisches Auftreten bekannt. Nachdem wir die Sensation erlebt hatten, als wir mit dem Baby herauskamen, konnten wir es nicht wieder verpassen. Diese Chance konnten wir uns nicht entgehen lassen. Prinzessin Charlotte hat vor kurzem einen Auftritt hingelegt, der die ganze Nation überraschte. Als es zu Hause, in einer ruhigen Zeit mit ihrer Familie, geschah, war Prinz William zutiefst erschüttert. Wie Sie sehen, besteht das Leben eines Königs aus mehr als nur Tiaras und Märchen. Auch in der Urlaubszeit gibt es ein hohes Maß an Verantwortung, Druck und Abgeschiedenheit. Was passiert, wenn eine 9-jährige Prinzessin alles durchschaut und sich vor allen Leuten zu Wort meldet? Seien Sie dabei, wenn wir den gewagten Moment enthüllen, in dem Prinzessin Charlotte alle verblüffte, indem sie es öffentlich machte. Die beunruhigende Kommunikation, die Prinzessin Charlotte mit Prinz William hatte. Die königliche Familie in Sandringham schätzt die Feiertage, insbesondere Weihnachten. Es wird lange Festessen geben, Weihnachtsmusik, wunderschöne Geschenke und Kameras, die erwartungsvoll vor der Kirche warten. Wenn die Türen geschlossen sind, ist es immer noch einfach eine Familie, die versucht, ein paar Tage lang die Gesellschaft des anderen zu genießen. Es gibt viel Tradition, aber auch Lachen und Spott. Kürzlich geschah jedoch etwas während der Weihnachtsfeierlichkeiten der königlichen Familie. Etwas Unerwartetes geschah. Nach Angaben von Palastinsiedern waren alle im Salon versammelt, als Charlotte ihren Schritt machte. Es herrschte eine angenehme, einladende und vertraute Atmosphäre. Momente wie dieser wurden immer seltener, vor allem für Prinz William, dessen Tage mit öffentlichen Auftritten, Aktivitäten und Treffen sowie der wachsenden Belastung durch seine zukünftige Rolle als König von England ausgefüllt waren. Dies sollte eine entspannende Zeit für ihn und seine Familie sein, vor allem für seine Kinder, die bald in die Pubertät kommen würden. Als Prinzessin Charlotte schließlich das Schweigen brach, wurde es noch schlimmer. Halten Sie Ausschau nach Informationen. Die 9-jährige Charlotte bewegte sich im Zimmer wie jedes andere Kind in ihrem Alter auch. Während dieser Zeit sprach sie, half mit Bändern und machte sich gelegentlich über ihre Brüder lustig. Inmitten des ganzen Geschehens blieb sie jedoch stehen. Alle waren verblüfft, als sie vor ihren Vater trat, ihm in die Augen sah und etwas Unerwartetes sagte. Es war nichts Lautes oder Theatralisches dabei. Die Stimmung war friedlich, ruhig und melancholisch. Sie sagte ihm, sie sei sich seines hektischen Terminkalenders bewusst. Sie war sich sehr wohl bewusst, dass der Titel des Prinzen eine enorme Verantwortung mit sich brachte, aber sie drückte ihm gegenüber auch ganz offen aus, dass sie ihn vermisste. Es gab Momente, in denen es den Anschein hatte, als sei er so sehr darauf konzentriert, ein Prinz zu sein, dass er seine Rolle als ihr Vater vernachlässigte. Damit war es zu Ende. Ein einziger kleiner Augenblick und eine unbedeutende Stimme lösten die Veränderung aus. Wieder einmal herrschte absolute Stille im Raum. Es gab überhaupt keine Bewegung. Alle schienen innezuhalten und sich zu fragen, was sie tun oder sagen sollten. Kate, die nicht weit weg war, richtete ihre Aufmerksamkeit auf Charlotte, die in der Nähe saß. Ihr Gesicht zeigte Erstaunen, aber da war auch noch etwas anderes. Genugtuung. Sie war weder feindselig noch ängstlich. Wenn sie ihre Enkelin anschaute, hatte sie das Gefühl, zum ersten Mal eine neue Seite ihrer Tochter zu sehen. William erwähnte nichts. Nicht am Anfang. Der Ausdruck in seinem Gesicht war jedoch mehr als angemessen. Sein gewohnter Gesichtsausdruck, derjenige, mit dem die breite Öffentlichkeit vertraut ist. Derjenige, der ihn als geschliffenen, gesammelten und stets beherrschten Prinzen darstellt, war völlig verändert. Irgendetwas hatte sich in ihm verändert. Und das konnte man spüren. In dieser einen Sekunde fielen ihm die Augen zu, sein Kiefer zog sich leicht zusammen, und er sah aus wie ein normaler Mensch. Er ist nicht königlich. Er ist nicht dazu bestimmt, König zu werden. Es war nur ein Vater, der etwas hörte, was sein Kind ausdrücken wollte, ohne es zu merken. Charlotte wollte nicht, dass ihre Bemerkungen grausam sind. Sie haben sich nicht beschwert. Sie waren ehrlich, aber nur so, wie es Kinder sein können. Sie handelten aufrichtig. Ihr Ziel war es nicht, ihn in irgendeiner Weise zu verletzen. Außerdem war sie nicht auf der Suche nach Aufmerksamkeit. Sie wollte nur, dass er versteht, wie sie sich fühlt, und sie hatte genug Vertrauen in ihn, um es ihm zu sagen, auch wenn es bedeutete, etwas zu enthüllen, das ihm unangenehm sein würde. Nichts anderes konnte den Pomp und die Tradition so sehr durchbrechen wie dieser Moment.
Im Mittelpunkt stand die Familie. Ein kleines Mädchen sehnte sich nach ihrem Vater. Und mit dieser einen Bemerkung hat sie die Aufmerksamkeit aller Anwesenden, insbesondere von Prinz William, auf die wichtigsten Fragen gelenkt. Aber genau hier wird es spannend. Charlotte hat ihre Intelligenz und ihren Scharfsinn bereits bei mehreren Gelegenheiten unter Beweis gestellt. Die Menschen, die ihre Veranstaltungen besuchten, beobachteten häufig ihre scharfe Einstellung und ihren schnellen Verstand. Sie war immer fröhlich und frech und sie besaß eine verführerische Ausstrahlung. Diesmal ging es um ihre Unerschrockenheit. Sie hatte etwas bemerkt, was sich die meisten Menschen nicht trauen würden, zu erwähnen. Und sie tat es, weil es für sie wichtig war. Das war ein Erfolg. Als dies geschah, änderte sich die Stimmung im Raum völlig. Aus den Erzählungen geht hervor, dass William begann, allen 3 Kindern mehr Aufmerksamkeit zu schenken als nur Charlotte, wie er es zuvor getan hatte. Charlotte war nicht die Einzige, die sich auf diesen Aspekt konzentrierte. Es wurde mehr gelacht, und die Umarmungen hielten länger an. Tatsächlich wirkte die Art und Weise, wie er Kate in diesem Moment ansah, mitfühlender, als würde er sie in diesem Moment betrachten. Charlotte sprach jedoch während des gesamten Gesprächs nicht mehr darüber. Sie hatte keinen Grund, sich auf diese Weise zu verhalten. Ich hatte meine gesamte Post erhalten. Es war der Umstand, der sich ergab. In den darauffolgenden Tagen wurde deutlich, dass William eine Veränderung durchgemacht hatte. Sicherlich nicht auf eine riesige oder spektakuläre Art und Weise, sondern eher in intimeren Momenten, die von Bedeutung sind. Die Wahrheit ist, dass er viel präsenter war. Meine Aufmerksamkeit ist stärker fokussiert. Aufgaben, die dich weniger ablenken. Es war, als hätten ihre Worte ihn aus dem Dunst der Verpflichtung aufgeschreckt und ihn auf die Einzelheiten seines Aufenthaltsortes, die Leute, mit denen er zusammen war, und die Gründe, warum es so wichtig war, aufmerksam gemacht. In diesem Moment verspürte Kate ein Gefühl von Stolz. Angesichts der Tatsache, dass Charlotte sich schon immer Sorgen um die geistige Gesundheit ihrer Kinder gemacht hatte, nahm sie diesen Reifegrad sehr ernst. Obwohl sie zunächst überrascht war, war es klar, dass sie mit sich selbst zufrieden war. Die Tatsache, dass ihre Tochter sich ihrer Umgebung emotional bewusst ist und den Mut hat, ihre Meinung zu sagen, würde jede Mutter stolz auf ihr Kind machen. Selbst im Rahmen einer Familie, in der ein ständiger Druck herrscht, die Ordnung aufrechtzuerhalten und die Dinge ruhig zu halten. Andererseits war Charlotte in eine Interaktion verwickelt, die eine nuancierte Veränderung in der Art und Weise bewirkte, wie die Leute sie wahrnahmen. Bis zu diesem Zeitpunkt glaubte die Mehrheit der Leute, dass sie diejenige war, die Witze machte. Derjenige, der vor der Kamera beleidigende Ausdrücke macht, der George bei Paraden verhöhnt oder bei offiziellen Anlässen Witze macht, fällt in diese Kategorie. Dies hat jedoch einen anderen Aspekt ans Licht gebracht. Die meisten Menschen hatten diese Details noch nicht gesehen. Sie behielt eine ernste Haltung bei, obwohl sie ein fröhliches Gemüt hatte. Obwohl sie ein Königskind war, befolgte sie nicht nur die Regeln. Sie dachte, fühlte und beobachtete nicht nur, sondern nutzte auch ihre Stimme, um im günstigsten Moment eine Verbindung zu ihrem Vater herzustellen. Für diejenigen, die sich fragen, warum dies nie in einer großen britischen Boulevardzeitung veröffentlicht wurde, ist es wichtig zu wissen, dass dies kein Ereignis war, das die Aufmerksamkeit der Medien verdient hätte. Es gab keine Videodokumentation des Vorfalls und er wurde nicht in großem Umfang über soziale Medienplattformen verbreitet. Mit Hilfe von Quellen aus der königlichen Familie fand der Vorfall hinter den Toren des Palastes in völliger Geheimhaltung und ohne Genehmigung statt. Andererseits ist es aber auch möglich, dass wir nicht einmal einen Blick darauf werfen konnten. Das war eine Tatsache des Lebens. Eine reale Familie hat mit realen Problemen zu kämpfen. Trotz aller royalen Titel und des geschliffenen Images in der Öffentlichkeit. Und dieses Stück sollte jeden daran erinnern, dass dies der Fall ist. Wenn es darum geht, die Menschen wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren, ist es manchmal notwendig, dass die Stimme der jüngsten Person im Raum gehört wird. Bis zum Ende der Ferien gab es keine wundersame Lösung für eines der Probleme. William war immer noch verpflichtet, seine Pflichten zu erfüllen. Die Reiseroute der königlichen Familie würde nicht geändert werden. Doch die Situation änderte sich. Diese Familie hatte eine andere Perspektive. Sie kamen sich näher, als die Verfügbarkeit von William zunahm, um zu verstehen, wie Prinzessin Charlotte zu dem furchtlosen, klugen und freimütigen jungen Mädchen wurde, das sie heute ist. Muss man ihre Erziehung untersuchen. Es wird ihnen den Kopf verdrehen, wenn sie sehen, was sie gleich entdecken werden. Bevor wir näher darauf eingehen,
sollten Sie sich anmelden und auf die Glocke klicken, damit Sie keinen weiteren Moment des königlichen Dramas und Erbes verpassen, das sich vor unseren Augen entfaltet. Charlotte ist die Prinzessin des Volkes. Das Leben von Prinzessin Charlotte begann nicht gerade ruhig. Unmittelbar nach ihrer Geburt am 2. Mai 2015 richtete sich die ganze Welt auf sie. Eine Menschenmenge versammelte sich vor dem Lindo Wing des St. Mary's Hospital in London, kurz nachdem dieser eröffnet wurde. Kameras wurden in der Nähe des Eingangs positioniert, um die frisch gekrönte Monarchin einzufangen. Als die frisch gekrönte Monarchin schließlich von ihrer weiß gekleideten Mutter im Arm gehalten wurde, brach in den Straßen ein Beifallssturm aus. Es wurden bewaffnete Salutschüsse abgegeben. Es war ein Fest, das einer zukünftigen Königin angemessen war, wenn man davon ausgeht, dass ihr Leben sie dorthin führen wird. Ihr Name hatte eine bestimmte Bedeutung. Die Ehe von Charlotte Elizabeth. Diana war mehr als nur eine glückliche Verbindung. Sie war sehr bedeutsam. Ihr Vorname stammt von ihrem Großvater, Charles. Sie wurde nach ihrer Urgroßmutter, der damals regierenden Monarchin, benannt. Und Diana, die keiner Erklärung bedurfte. Die Tatsache, dass sie nach Williams Mutter benannt wurde, steht für Liebe, Gedenken und Erbe. Charlotte war bereits als Neugeborenes Teil einer langen Familiengeschichte. Trotz des überschwänglichen Empfangs verliefen ihre ersten Jahre sehr ruhig. Die Familie verbrachte viel Zeit auf Anmer Hall, ihrem Landsitz in Norfolk. Abseits des ständigen Blitzlichtgewitters und der Reporter war die Atmosphäre eine ganz andere. Es ist möglich, dass sie ein Baby, ein Kleinkind oder ein junges Mädchen ist. Sie ist keine prominente Figur. Die Einstellung gab ihr etwas Ungewöhnliches im königlichen Leben. Es ist Routine. Sie lernte das Landleben kennen, indem sie mit George im Garten spielte und Kate in der Küche sah. Auch wenn die Presse jeden ihrer Schritte aus der Ferne verfolgte, blieben William und Kate in Sichtweite. Sie sorgten dafür, dass sie während ihrer gesamten Erziehung beschützt wurde, da sie ihr ein sicheres Umfeld bieten wollten. Dennoch beobachtete die breite Öffentlichkeit. Jedes Mal, wenn ein neues Foto von Charlotte veröffentlicht wurde, sei es ein Geburtstagsporträt, eine Weihnachtskarte oder ein Bild von ihrer Taufe, erkannten die Menschen etwas Besonderes an ihr. Sie hob sich von der Masse ab. Schon als Neugeborenes hatte sie ein gewisses Selbstbewusstsein und ein Funkeln in den Augen. Und wann immer sie bei Veranstaltungen auftauchte, stahl sie die Bühne, ohne sich darum zu bemühen. 2017 kam es zu Veränderungen. Der Kensington Palace wurde zum neuen Zuhause der Familie. Es war der Beginn eines neuen Kapitels. Das Leben wurde öffentlicher. Und Charlotte war nicht mehr nur ein königliches Kind, das vor dem Rest der Welt versteckt wurde. Zu diesem Zeitpunkt begann ihre Persönlichkeit zum Vorschein zu kommen und sich bemerkbar zu machen. Charlottes Auftritt bei einer öffentlichen Veranstaltung überraschte alle. Schauen Sie weiter, um zu sehen, wie es funktioniert. Als Prinz Louis getauft wurde, galt Charlotte nicht mehr als das jüngste Mitglied der Familie. Obwohl sie die ältere Schwester ist, hat sie es vorgemacht. Charlotte schnitt Grimassen, winkte dem Publikum zu und schritt mit einer Selbstsicherheit, die weit über ihr Alter hinausging, während alle anderen auf das neue Baby auf der gegenüberliegenden Seite des Raums konzentriert waren. Es war keine geübte oder erzwungene Aktivität. Es war ganz natürlich. Sie sah nicht nervös aus. Sie sah aus, als gehöre sie zur Bande, als fühle sie sich in ihrem Job bereits wohl. In diesem Moment war klar, dass Charlotte nicht in der Lage sein würde, sich in die Umgebung einzufügen. Kurz darauf kehrte sie in die Schule zurück. Die Wilcox Nursery in der Nähe von Kensington war ihr erstes Ziel. Nach ein paar Jahren in Battersea ging sie auf die Thomas School. Sie fuhr in dieser Gegend an Charlotte Cambridge vorbei, genau wie George. Es gibt keine Titel, keinen Ärger. Die Institution tat die, um ein Gefühl der Stabilität zu bewahren. Ihre Schüler sahen in ihr eine andere Person als die Enkelin des zukünftigen Königs. Sie sahen in ihr nur ein weiteres Kind in einer Uniform. Diejenigen, die nicht in der Schule waren, beobachteten sie jedoch weiterhin. Bei ihren öffentlichen Auftritten wurde sie für ihren Seitenblick und ihre kleinen Wellen bekannt. Charlotte streckte dem Publikum bei einer Gelegenheit auf humorvolle Weise die Zunge heraus. Außerdem korrigierte sie die Fotografen höflich, als diese bei einer anderen Gelegenheit zu laut wurden. Unvorhergesehene Ereignisse sind nicht eingetreten. Sie wusste zu jeder Zeit genau, was sie tat. Es war nicht möglich, dieses Maß an Selbstvertrauen durch die Ausbildung zu erlangen. Sie war in der Lage, diese Eigenschaft zu kultivieren, weil sie in einem Haushalt aufwuchs, der sie darin unterstützte, authentisch zu sein.
Andererseits übersehen die meisten Menschen einen Aspekt von Charlottes Erzählungen. Darüber hinaus gehört er zu den historisch bedeutsamsten Dingen. Charlotte hat durch die Geburt von Prinz Louis ihre Stellung als Nächste in der Thronfolge nicht verloren. Wie aus einer Änderung des Gesetzes zur Regelung der königlichen Erbfolge hervorgeht, die durch die Revision des Perth-Abkommens herbeigeführt wurde. In der Vergangenheit ist so etwas noch nie vorgekommen. Im Laufe der Geschichte waren es immer wieder jüngere Brüder, die ältere Schwestern in der Thronfolge nach unten drängten. Dies ist jedoch nicht mehr der Fall. Die Position der Vierten in der Reihe, gleich nach George, wurde von Charlotte die ganze Zeit über beibehalten. Charlotte wurde durch diese eine Regeländerung, die eine Fülle von Informationen über die Zeit, in der wir leben, vermittelt, sanft in die Mitte von etwas gestellt, das wichtiger war als die Tradition. Charlotte ist aus mehreren Gründen faszinierend. Unter anderem, weil sie nicht viel Rücksicht auf sich selbst nimmt. Sie ist diejenige, die das Sagen hat. Es ist gut möglich, dass es von außen betrachtet wie ein Märchen aussieht, mit Titeln, Kutschen, Schlössern und Adeligen. Als junger König steht man jedoch unter einem gewissen Druck. Mit viel Liebe zum Detail wird jeder Ton, jeder Gesichtsausdruck und jedes Ensemble analysiert. In jeder Phase wurden Bilder gemacht, um den Prozess zu dokumentieren. Trotzdem schien Charlotte die Situation völlig gleichgültig zu sein. Sie bemüht sich zu keinem Zeitpunkt, ihre Größe zu reduzieren. Ihr Vorgehen lässt keine Vorsicht erkennen. Sie zeigt sich nur so, wie sie von Natur aus ist. Sie ist die kühne, energiegeladene Prinzessin, die gerne Unfug anstellt. Es gibt viele Gründe, warum sich die Menschen mit ihr verbunden fühlen. Und dies ist einer davon. Sie macht darauf aufmerksam, dass es auch im Reich der königlichen Familie Kinder gibt, die echt sind, die echte Gefühle haben und große Persönlichkeiten sind. Die Art und Weise, wie sie sich vor einer Veranstaltung an die Hand ihrer Mutter klammert oder wie sie während dieser langen Zeremonie mit ihren Brüdern kommuniziert, lässt mich auf menschlicher Ebene mit ihr mitfühlen. Obwohl sie vielleicht eines Tages eine Krone tragen wird, ist sie im Moment noch dabei, zu lernen, wie man sich Zöpfe flechtet und schwierige Sätze buchstabiert. Im Laufe ihrer öffentlichen Auftritte hat Charlotte nach und nach eine andere Seite beleuchtet. Sie ist nicht nur eine bezaubernde Prinzessin, sondern auch eine ruhige und besonnene Person. Man darf nicht vergessen, dass Charlotte bei der Beerdigung von Königin Elizabeth aufrecht stand, schwarz gekleidet war und feierlich wirkte, ohne dabei aufgeregt zu sein. Dies wurde von Menschen in der ganzen Welt beobachtet. Sie war sich ihrer Position und der Bedeutung der Person, die sie war, bewusst. Sie handelte nicht auf irgendeine Art und Weise oder in irgendeiner Form. Während der Zeit, in der sie ihre Ehrerbietung erwies, war sie sich der Tragweite ihres Handelns sehr wohl bewusst. Dies war ein Zeichen dafür, dass dieses kleine Mädchen, das in der Vergangenheit von anderen Menschen als frech bezeichnet worden war, zu einer ernsthaften Person heranreifte, die sich ihrer Rolle in der Geschichte bewusst war. Obwohl Charlotte erst am Anfang ihrer Teenagerjahre steht, erscheint ihr bisheriger Lebensweg weitaus bedeutsamer, als es ihr Alter auf den ersten Blick vermuten ließe. Die Meinung der breiten Öffentlichkeit über die künftige Generation der Royals wurde bereits durch ihren Einfluss geprägt. Obwohl sie die Tochter eines Monarchen ist, der eines Tages regieren wird, ist sie mehr als das. Ihre Anwesenheit deutet nicht nur auf einen Wandel in der Sichtweise der Menschen auf die Monarchie hin, sondern auch auf einen Wandel in der Art und Weise, wie die Kinder in der Monarchie erzogen werden. Außerdem trägt die Tatsache, dass nichts von alledem den Anschein einer Aufführung hat, zum allgemeinen Gefühl des Geheimnisses bei, das das Szenario umgibt. Es ist nicht Charlottes Absicht, eine Prinzessin darzustellen, die in jeder Hinsicht makellos ist. Das Einzige, was sie tut, ist sie selbst zu sein. Die Tatsache, dass sie diese Eigenschaft besitzt, hebt sie von anderen Menschen ab. Ganz gleich, ob sie bei einem Sportereignis klatscht, bei einer feierlichen Zeremonie einen Knicks macht oder mit ihren Brüdern auf dem Balkon lacht. Sie drückt sich immer auf dieselbe Weise aus. Ihre Anwesenheit verleiht einer Welt, die oft künstlich ist, ein Gefühl der Echtheit. Dennoch geht Charlottes Anziehungskraft über die Art und Weise hinaus, wie sie sich verbal ausdrückt. Alles, was sie über sie zu wissen glaubten, wäre völlig falsch, weil sie sich in der Öffentlichkeit so präsentiert. Das Charisma von Prinzessin Charlotte. Von dem Moment an, als Prinzessin Charlotte begann, an offiziellen Anlässen teilzunehmen, war es offensichtlich, dass das jüngste Mitglied der königlichen Familie kein stiller Zuschauer sein würde.
Sie besaß eine Fähigkeit, mit der die meisten Erwachsenen noch immer zu kämpfen haben. Anwesenheit ist entscheidend. Charlotte musste nicht sprechen, um erkannt zu werden, als sie nur ein paar Jahre alt war. Ihre Augen sprachen. Die Art und Weise, wie sie antwortete, war wirklich aufschlussreich. Auch als die Kameras versuchten, sie zu überrumpeln, blieb sie aufnahmefähig. Sie erwiderte den Blick in gleicher Weise. Oh, das ist frech. Sofortige Schlagzeile. Um ehrlich zu sein, hatten sie nicht Unrecht, als sie die Königin der Frechheit nannten. Dieser markante Seitenblick wurde schließlich zu einer Modeerscheinung. Dem Publikum gefiel es, aber ihr schien es völlig egal zu sein. Sie zog auch keine Show ab. Kurz gesagt, Charlotte hat sich auf ihre übliche Art und Weise verhalten. Das Schöne daran war, dass sie völlig ungefiltert und ehrlich wirkte, selbst wenn sie an einem der auffälligsten Orte der Welt stand. Als nächstes wurde König Charles gekrönt. Obwohl die Aufmerksamkeit aller auf die Kronen, die Roben und die gewichtige Geschichte des Tages gelenkt wurde, stahl Charlottes Blick auf magische Weise das Rampenlicht. Während der Zeremonie war sie sich der Dinge, die um sie herum geschahen, einen Moment lang bewusst. Ist das der Blick, den sie dir zugeworfen hat? Präzise. Vollkommen konzentriert. Es hat mich ein wenig aufgeregt. Es ist ruhig. Nur ein kurzer Blick. Außerdem konnten die Leute nicht aufhören, darüber zu reden. Die Art und Weise, wie sie sich ausdrückte, ließ einen fragen, was sie dachte. Sie hat sich nicht geäußert, sodass der Rest der Welt die Lücken gefüllt hat. Jeder hatte eine Theorie. In dieser Zeit wurde man darauf aufmerksam, dass dieses kleine Mädchen eine echte Präsenz im Fernsehen hatte. Es gab keinen Moment, in dem sie langsamer geworden wäre. Der königliche Weihnachtsspaziergang war das Ziel, das die Familie im Jahr 2024 ansteuerte. Sie waren auf ihrem typischen Spaziergang. Man kann ein Grinsen sehen. Es sind Wellen, die sind. Das ist die ganze Routine. Die Kameras waren jedoch so positioniert, dass sie zu nahe beieinander waren, und Charlotte warf einen Blick, der alles zum Schweigen brachte. Der Vulkan bricht nicht aus. Es gibt keinen Aufruhr. Um eine solche Kontrolle zu erreichen, bedurfte es lediglich einer Blendung, die selbst die hartnäckigsten Fotografen dazu zwang, ihre Objektive zu senken. Grenzen können auf diese Weise heimlich gesetzt werden. Frech ist nicht das einzige Wort, das es beschreibt. Es herrschte ein Gefühl des Selbstbewusstseins vor. Das ist in der Tat nicht das Einzige, was es gibt. Außerdem strahlte Charlotte eine Energie aus, die sowohl fröhlich als auch verspielt war, was sie in hohem Maße sympathisch machte. Beim Platin-Jubiläum der Königin gab es einen kleinen Moment, der zu einem der berühmtesten Videos des gesamten Ereignisses geworden ist. In der Mitte der Veranstaltung tauschte Charlotte hastig den Platz mit einer anderen Person. Es sah ganz natürlich aus, als hätte sie bereits einen Plan und bräuchte dazu keine Hilfe von jemand anderem. Erinnern Sie sich an das Grinsen, das Sie nach der Veranstaltung aufgesetzt haben? Es sagte von selbst, ich schaffe das, ohne dass sie etwas sagen musste. Da es sich um eine typische Jugendbewegung zu handeln schien, wurde sie von den Leuten bewundert. Die Situation mit ihr hingegen war mehr ein Dilemma als alles andere. Im Gegensatz dazu ist nichts, was in einer königlichen Atmosphäre geschieht, jemals wirklich spontan oder unerwartet. Sie ist in der Lage, ein Gleichgewicht zwischen Spaß und Verantwortung zu finden, was eine ihrer herausragendsten Fähigkeiten ist. Bei der musikalischen Aufführung im Cardiff Castle hatten die Jugendlichen die Möglichkeit, mit einem Orchester aufzutreten. Sie wurden aufgefordert, an der Aufführung teilzunehmen. In den meisten Situationen ist es möglich, dass die jungen Menschen nicht bereit sind, die Initiative zu ergreifen. Hier gibt es keine Charlotte. Kaum hatte sie den Raum betreten, ergriff sie den Taktstock und begann sofort, die Musiker zu führen, wie sie es in der Vergangenheit getan hatte. Sie fuchtelte nicht nur mit den Armen herum, sondern weit mehr als das. Charlottes Aufmerksamkeit richtete sich auf sie. Sie konzentrierte sich darauf, hörte zu, was gesagt wurde, und schenkte ihm ihre Aufmerksamkeit. Auch wenn sie mit der Umgebung nicht vertraut waren, konnte sich jeder in dieser kurzen Zeit von ihren Führungsqualitäten überzeugen. Nicht zuletzt war die Beerdigung von Königin Elisabeth II. In jeder Hinsicht ein feierlicher Anlass. In dem Bemühen, die Fassung zu bewahren, hat sich jeder Einzelne besonders angestrengt. Charlotte hingegen ließ sich nicht aus der Ruhe bringen, trotz all der Traurigkeit und der Notwendigkeit, sich an die Konventionen zu halten. Sie wurde darauf aufmerksam gemacht, dass ihr älterer Bruder, Prinz George, es versäumt hatte, die Bedeutung des Anlasses durch eine Verbeugung zur rechten Zeit zu würdigen. Die sanfte Ermahnung, die sie aussprach,
kam ohne jedes Zögern von ihrer Seite. Ihr Auftreten war zurückhaltend, höflich, aber gleichzeitig befehlend. Sie hatte ein gutes Verständnis für die Traditionen. Sie war besorgt genug, um ihre Meinung zu äußern, auch wenn ihre Emotionen zu diesem Zeitpunkt sehr hoch gingen. Vor allem dieser milde Ansporn machte viel von sich reden, vor allem in Bezug auf ihr Bewusstsein, aber auch in Bezug auf ihr Pflichtgefühl. Bei einer anderen Gelegenheit erhielt Charlotte einen Blumenstrauß, den sie während eines feierlichen königlichen Gottesdienstes in ihrem Besitz behalten sollte. Das könnte auf den ersten Blick eine kleine und irrelevante Information sein, die es wert ist, diskutiert zu werden. Aber in ihrer Gesellschaft wäre es nicht angemessen, dies zu tun. Sie wurde von einigen Leuten berührt, die sie begutachten wollten. Möglicherweise war es eine Spur zu lässig, und sie wollte sich eine solche Haltung nicht gefallen lassen. Außerdem sorgte sie dafür, dass es in ihrer Nähe blieb, damit sie es sehen konnte. Es war nicht geplant, sich unfreundlich zu verhalten. Sie behielt eine Position bei, die in ihrer Überzeugung unnachgiebig war. Die Art und Weise, wie sie den Strauß hütete, sagte etwas darüber aus, wie sie über die Dinge denkt, die ihr geschenkt wurden, und wie sie nicht loslässt, nur weil jemand das von ihr erwartet. Es gab eine kurze Zeit der unauffälligen Opposition. Sie besaß eine große Autorität für sich selbst. Natürlich zeigt sie nicht immer Führungsqualitäten und Gelassenheit bei allem, was sie tut. Das tut sie nicht immer. Es ist auch möglich, dass Charlotte sich kindlich verhält. Und sie gibt sich nicht immer Mühe, das zu verbergen. Sie streckte ihre Zunge heraus, um die Menge zu begrüßen, die ihr bei der Teilnahme am Kings Cup Segelwettbewerb zujubelte. Auf keine andere Art und Weise, völlig unzensiert, ein bisschen verrucht und auf irgendeine Weise unwiderstehlich ansprechend. Die Leute mussten laut lachen, als sie es hörten, denn es war einer dieser kleinen Schnappschüsse der Persönlichkeit. Dadurch wurden alle daran erinnert, dass sie trotz der Tatsache, dass sie in Palästen aufwächst und ständig beobachtet wird, immer noch ein Kind ist, das einen Funken Spaß hat. Dies war besonders wichtig, weil sie ständig beobachtet wird. Anschließend hielt sie sich die Ohren zu, als ein Militärflugzeug am Himmel über ihr flog. Einige laute Flugzeuge flogen am Himmel über ihr, während alle anderen sich voll und ganz darauf konzentrierten, ihre ruhige Miene zu bewahren, tat Charlotte das Naheliegende. Charlotte war die Einzige, die das Offensichtliche nicht tat. Sie hielt sich die Hände über die Ohren, und ihre Augen waren angespannt, während sie aufmerksam zuhörte. Ihr Auftritt war nicht Teil der Veranstaltung. Es war nichts weiter als die übliche Reaktion eines Jugendlichen. Nichts von alledem. Darüber hinaus unterscheidet sie sich dadurch von anderen Personen. Weil sie sich nicht an die Norm halten will, versteckt sie nicht, wer sie ist. Das ist es, was Charlotte von den anderen Mitgliedern der königlichen Familie abhebt. Weder die Kleidung noch die Titel, die offiziell verliehen werden, sind das Einzige, was zählt. Trotz der Tatsache, dass alles um sie herum eine geplante Inszenierung ist, macht sie den Eindruck, echt zu sein. Genau das macht sie so attraktiv. Den meisten Kindern, die in ein Königshaus hineingeboren werden, wird von klein auf beigebracht, zu schweigen, sich herauszuputzen und nicht aus der Masse herauszustechen. Charlotte ist es, die diese Vorstellung völlig auf den Kopf stellt. Kein Zweifel, sie ist höflich. Sie hat die Fähigkeit, im richtigen Moment zu grinsen, sich zu verbeugen und zu winken. Dennoch tut sie überhaupt nichts. Es ist unmöglich, ihre Reichweite in irgendeiner Weise einzuschränken, während sie sich nicht anstrengt, etwas anderes zu sein, als sie ist. Erlebt sie Gefühle der Freude, Ungeduld, Verspieltheit und des Stolzes. Ein derartiges Maß an Ehrlichkeit ist in einer Welt, in der alles so streng reglementiert ist, recht selten. Und das gilt insbesondere für die königliche Familie. Außerdem ist sie anregend und wohltuend. Die Person, die Charlotte sein will, ist keine rebellische Person. Einfach ausgedrückt, sie hat kein Interesse daran, sich anzupassen, wenn sie sich voll und ganz bewusst ist, wer sie ist. Sie ist nicht daran interessiert, sich anzupassen. Die Menschen werden von diesem besonderen Aspekt des Gegenstands angezogen. Ob es ihr Blick ist, ihr Grinsen oder die Art und Weise, wie sie sich durchsetzt, ohne ihre Stimme erheben zu müssen. Sie bringt in jedem Moment, in dem sie im Rampenlicht steht, etwas Neues in ihre Geschichte ein. Dies gilt unabhängig von der Tatsache, dass sie im Rampenlicht steht. Ein weiterer interessanter Punkt ist, dass diese Geschichte erst am Anfang steht. Hinter den Kulissen des sarkastischen Verhaltens gibt es noch ein anderes Problem, das immer offensichtlicher wird. Ein junges Mädchen, das das Selbstvertrauen hat, die Führung zu übernehmen,
den Humor, um mit anderen in Kontakt zu treten, und die Kühnheit, ihr volles Potenzial zu zeigen, unabhängig davon, wer sie beobachtet. Charlotte ist bereits im Begriff, die Vorstellung davon, was es bedeutet, in der modernen Welt ein König zu sein. No zu definieren, obwohl sie noch ein kleines Kind ist. Darüber hinaus wird das Feuer, das bereits in ihr brennt, mit zunehmendem Alter nur noch stärker werden. Was denken Sie? Wird Prinzessin Charlotte die königliche Veränderung sein, die die Welt nicht hat kommen sehen? Kommentieren Sie Ja, wenn Sie glauben, dass sie die Dinge verändern wird. Oder Nein, wenn Sie glauben, dass die Tradition immer gewinnen wird. Vergessen Sie nicht, dieses Video zu mögen, zu abonnieren und diese Geschichte mit allen zu teilen, die von der Zukunft der königlichen Familie fasziniert sind.